Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Top 1000 Global Ranking. Ja, es ist mal wieder soweit. Wir gucken uns an, welcher Server momentan die Nase vorn hat und vor allem welche Klasse momentan die Nase vorn hat, wenn es darum geht, dass man ein hohes Level erreicht und damit halt irgendwo auch die Aktivität eines Servers bestätigt wird. Ja, und wie immer vergleichen wir es auch mit dem vom letzten Mal. Zuallererst mal die große Ansicht. Es hat sich tatsächlich ein bisschen was getan, vor allem was die 160er angeht. Die Zahl ist mittlerweile auf 356 angestiegen. Allerdings muss man sagen, von diesen 356, ja, sind 139 nur von LaWolf, also mehr als ein Drittel aller 160er ist von einem Server. Ich weiß, sagt man jedes Mal, aber irgendwie wird diese Zahl immer gewaltiger und ja, keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass hier Top 1190 und halt auch 1000 Level 190er gar nicht mehr so ultra lange dauert. Je nachdem, wann der FEC startet, könnte das vielleicht sogar noch vor dem FEC stattfinden. Weil wenn er Ende Mai starten würde, mal angenommen, dann wären das noch circa 3 Monate. Und in 3 Monaten ist das durchaus realistisch, dass sie das wahrscheinlich noch schaffen. Oder zumindest auf jeden Fall die meisten, also über 500 dann. Ja, aber auf jeden Fall ziemlich heftig. Man merkt aber schon, dass verschiedene Server verschiedene Prioritäten haben. Einerseits subjektiv, aber eben auch objektiv. Gut, auf LaWolf spielen natürlich einfach unfassbar viele Leute, aber nicht jeder Server ist halt gleich aktiv, wenn es jetzt darum geht zu pushen. Und das hat man in der Vergangenheit immer schon gesehen. Manche Server leveln aktiver und andere eher nicht. Also Borodeng ist zum Beispiel sehr bekannt dafür, dass die Leute nicht so viel leveln, sondern vielmehr, naja, sagen wir mal tryharden, grinden und mehr auf Geld aus sind, mehr auf Equipment aus sind, als auf reines Leveln. Genau. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht ultra viele Veränderungen. Weiterhin komplett irrelevant ist der koreanische Server. Jetzt sind es ja doch schon ein paar Monate, seit der Server gestartet ist. Und ja, Eintrittslevel in die Top 1000 ist immer noch 49. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was das letztes Mal war. Moment. 47 war es letztes Mal. 47. Das heißt, in einem Monat ist das um 2 gestiegen. Das ist quasi gar nichts. Also das ist wirklich geisteskrank. Also, ich will nicht wissen, wie es auf dem Server aussieht. Also, ich will es wirklich nicht wissen. Das ist ja komplett crazy. Also, was sie sich dabei gedacht haben, diesen Server zu starten. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ja, es ist Wahnsinn. Also, direkt raus damit aus der Übersicht. Der bringt uns hier gar nichts, wenn wir uns den angucken. Der liefert uns keine interessanten Daten. Und ja, dann würde ich eigentlich auch direkt zur Übersicht springen. Also, wir haben erstmal hier alle Server. Also jetzt sind es zumindest nur noch halbwegs relevante Server. Wobei natürlich auch hier sind Flarin und der japanische Server dabei. Eintrittslevel in die Top 1000 ist 141. Das ist auch ultra niedrig. Ist zwar besser als 49, aber diese beiden Server sind auch schon etliche Jahre alt. Also wäre traurig, wenn das immer noch 49 wäre. Sie haben jeweils einen und 190er, jetzt hätte ich bei 160er gesagt, 190er. Was auch schon sehr wenig ist. Also selbst Borodeng, wo Leveln wirklich keine hohe Priorität hat, hat mittlerweile 1960er, 190er, verdammt nochmal. Genau. Aber trotzdem lassen wir die mal eingeblendet. Wenn wir da uns das Ranking angucken, beliebteste Klasse, sehen wir definitiv Ranger hat immer noch mit Abstand die Nase vorne. Also da hat sich noch nicht so viel getan. Aber meiner persönlichen Meinung nach darf man eigentlich nur Server vergleichen, wo mindestens 1000 Spieler bzw. 1000 Charakter mindestens Level 166 erreicht haben, weil 166 momentan so der Entry Point ins Endgame ist. Erst mit 166 schaltest du die Third Job Change frei. Erst mit 166 kannst du in die höchste Dungeon-Schwierigkeit. Mit 166 kannst du noch nicht mal das höchste Equipment im Spiel tragen. Also viele Punkte, die erst ab 166 erfüllt sind und sogar noch darüber hinaus. Also alles darunter kann man sagen, ist halt erstens mal schon seit ein paar Monaten nicht mal mehr der aktuellste Content und ja, halt auch einfach kein besonders hohes Level mehr, so blöd das auch klingt, aber jeder, der jetzt zumindest nicht erst vor kurzem angefangen hat, hatte ja schon Ewigkeiten Zeit, um zumindest mal 165 zu erreichen und jetzt nochmal ein paar Monate, nochmal ein paar XP, wenn es um 166 zu erreichen, also
es ist schon so, dass 166 einfach so dieser Knackpunkt ist. Das heißt, wir entfernen Mia, Entry Point in die Top 1000 ist 165. Wir entfernen Rises, da ist es 158. Wir entfernen Flarin, das ist 141. Und wir entfernen den japanischen Server. Und jetzt ist Burodeng der schlechteste Server, allerdings mit einem riesigen Abstand von 170 zu 165. Also diese anderen Server, die ich jetzt ausgeblendet habe, sind wirklich heftig behind, muss man sagen. Weil Burodeng ist auch schon ein bisschen behind in den anderen Servern, wie gesagt. Und ist aber nochmal 5 Level über allen anderen. Also das ist schon mal nochmal eine krasse Kluft zwischen Burodeng und allen anderen Servern. Also man kann es im Endeffekt echt durch 2 teilen. Also es gibt so diese westlichen Server, die 3, Totemia, Burodeng, Mashpol. Und dann 3 asiatische, östliche, Lavulf, Klafan und den Taiwan-Server. Und alle anderen Server sind basically fast irrelevant. Mia ist, na gut, Mia ist kurz davor relevant zu sein. Mia kämpft so mit der Relevanz oder dabei relevant zu bleiben. Aber die anderen Server auf jeden Fall sind schon noch mal viel weiter behind. Und damit eigentlich wirklich irrelevant. Und jetzt ändert sich natürlich auch die Klassenverteilung. Und das ist das Interessante daran, dass wir halt bei den Servern, die nicht so aktiv sind, andere Klassenverteilungen haben, aber wie schon gesagt, da spielen halt wahrscheinlich, oder das sind viele Charakter in der Top 1000, die gar nicht mehr gespielt werden, die schon seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren teilweise inaktiv sind. Das heißt, die verfälschen unsere Statistik und wir wollen ja wissen, wer ist jetzt aktuell die beliebteste Klasse oder wie sieht aktuell die Beliebtheit der Klassen aus. Und logischerweise wollen wir dann nur die aktiven Server drin haben und einen Server, wo nicht mal 1000 Charakter Level 166 erreicht haben, wie gesagt, die sind nicht besonders aktiv. Und ja, gerade eben war noch Ranger auf Platz 1. Ich habe auch die Daten vom letzten Mal hier nebenbei offen. Wir können auch einfach das Compare With mit aufmachen tatsächlich. Schauen wir mal. Genau. Oh, jetzt ist es ein bisschen abgeschnitten wegen der Klammer mit der Veränderung. Genau. Und jetzt sehen wir doch einen klaren Trend. Und zwar, gehen wir es mal von links nach rechts durch, der Reihe nach. Ringmaster minus 22. Gut, das ist tatsächlich keine so relevante Änderung, weil Ringmaster schwankt wirklich sehr stark. Wir hatten schon Monate, wo Ringmaster plus 80, 100, 150 hatten und dann wieder Minus. Also Ringmaster darf man sich nicht so viel drauf einbilden. Die Zahl ist halt auch extrem groß. 1800 und die zweithöchste Zahl ist 765. Also die Ringmaster-Zahl, also ist immer gut, wenn sie sinkt, aber im nächsten Monat steigt sie dann wieder um 30. Also deswegen würde ich darauf jetzt nicht allzu viel geben. Psykeeper plus 20, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Vermutlich wegen PvP würde ich jetzt mal vermuten, da er im PvE eher genervt wurde. Jester plus 16 ist definitiv nicht schlecht, aber wenn man sich die geringe Zahl anguckt von nur 330, ist das natürlich trotzdem ein Tropfen auf dem heißen Stein. Billposter 454, da hat sich quasi gar nichts geändert. Elementor plus 13, ist nicht schlecht. Blade minus 14, Ranger minus 17 und Knight plus 5. Ja. Und Max-Level sieht man 158 neue Max-Level seit dem letzten Mal. Ja, und das heißt, wir haben ja auch schon sogar das Siegertreppchen richtig aufgelistet. Also Knight ist momentan auf den relevanten Servern, auf den aktivsten Servern die beliebteste Klasse. Dann Ranger auf Platz 2, Blade auf Platz 3, Psykeeper auf Platz 4, Elementor auf Platz 5, Billposter Platz 6, Jester Platz 7, Ringmaster ist ausgeklammert. Ringmaster ist natürlich eigentlich Platz 1, aber zählt nicht, weil es gibt so viele Twink Ringmaster. Wäre also höchstwahrscheinlich, also Main-Klasse ist Ringmaster definitiv nicht die Nummer 1. Genau. Ja, das heißt eigentlich keine wirkliche Veränderung zum letzten Mal, außer eben, dass Knight tatsächlich den Vorsprung nochmal krass ausgebaut hat. Oder nicht wirklich krass ausgebaut hat. Es ist eher so, dass Ranger und Blade nochmal einige Charakter verloren haben und jetzt dadurch eine relativ große Kluft zwischen denen besteht. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles so Zahlen, die sind interessant, die sind cool, aber wirklich interessant oder wirklich wichtig wird, wenn der FEC dann released wird, beziehungsweise wenn er dann auch vorbei ist, wie sich das dann auf die Original-Server auswirkt. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, hat sich nicht allzu viel getan. Kann euch nochmal den einblenden, den koreanischen Server. Das ist so traurig. Da hat sich einfach gar nichts getan. Schaut euch mal die Veränderung an. Die allgemeine Veränderung, ne, sind ja doch teilweise relativ hohe Zahlen im 20er-Bereich und so. Und auf dem Server plus 4, minus 1, plus 1, plus 2, plus 4, plus 1. Also alles einstellig und voll oft auch wirklich 1 oder 2.
Das heißt, da passiert einfach gar nichts. Also das Spielen, wie viele Leute spielen da aktiv? 30, 40? Dass so wenig Veränderungen passiert. Ich meine, klar, wenn immer alle die gleichen Klassen spielen, theoretisch würde sich niemals was ändern. Und das ist natürlich jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber trotzdem ist es halt auch einfach, was das Level angeht, ne? +2 insgesamt das Entry-Level. Das ist halt einfach crazy. Also ich glaube, du könntest hier in 6 Monaten reingucken und es würde sich auch nahezu nichts verändert haben, wo bei anderen Servern vielleicht manche Klassen +20, +30 haben oder hier +15, +13, -20. Klar, nicht immer. Ich meine, Borodenk zugegebenermaßen hat ja auch relativ wenige Veränderungen in diesem Sinne, wobei 170 +2 und 49 +2, also ich meine, da sieht man auch schon einen klaren Unterschied, wie aktiv Borodenk ist im Vergleich dazu. Also ja, ich will es nicht zu sehr bashen, aber eigentlich schon, weil der Server ergibt einfach keinen Sinn und er sollte nicht existieren. Aber was weiß ich schon. Ja, und damit haben wir es wieder geklärt. Also momentan beliebteste Klasse im Spiel. In den Top 1000 der höchsten Charakter der Welt auf den relevanten aktiven Servern. Puh, das ist ein ganz schön langer Zusatz, aber beliebteste Klasse aktuell ist definitiv der Knight. Und ich bin gespannt, ob es bleiben wird. Ich bin auch gespannt, ob der Aufwärtstrend vom Jester vielleicht erhalten bleibt. Muss ich aber persönlich zugeben, glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, weil ja, Harlequin ist sehr stark, aber Jester ist halt immer noch sehr deprimierend. Am Jester hat sich überhaupt nichts verbessert. Das heißt, man muss sich durch 165 Jester-Level kämpfen, um dann endlich den Harlequin zu erreichen. Und Harlequin schöpft ja auch erst mit 175 sein volles Potenzial aus. Das sind dann also nochmal 10 Level, bis man dann wirklich seine volle Kraft erreicht hat. Also ist schon ein sehr steiniger Weg, muss man sagen. Also wenn man da so an Blade oder so denkt, da hat man es dann halt schon viel früher deutlich angenehmer. Sofern man das richtige Equipment hat, natürlich. Aber, ja. Interessant auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich einfach sagen, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.